Octagon 90. Finally, the Octagon Circus has rolled into the capital city of Germany, Berlin. Tomorrow night, the Uber Arena will welcome us there with 11 fights on the card, topped by 2 title fights. The lightweight title fight will see Legursky set the reign as champion, defend his belt for the first time against Gogamatsu, and then Will Fleury will defend his heavyweight title against Cassie. How are you guys? Shama always. How was the weight cut? Really good. 3 weight cuts. Attila, Ahmad, Davlet. I was very good. Weight cut always hard, but it's really good. Was hast du eigentlich jetzt gemacht? Gar nichts. Ich habe Eis gegessen. Wie fühlst du dich? Wirklich gut. Also ich fühle mich wirklich gut. Es war ein Chaos hin und her. Eine kurzfristige Gegner-Ausfall. Dass dieser Kampf zustande gekommen ist, da bin ich auch selber echt verwundert. Ich würde sogar sagen, dass er viel besser ist als mein ursprünglicher Gegner. Ein starker Bare-Knuckle-Boxer. Hat auch bei ACA gekämpft, die tschechische Organisation, wo ich auch gekämpft habe. Sehr erfahrener Mann. Ich denke mal eine größere Challenge als dieser Eierlappen, den ich vorher hatte. Aber ja, auf jeden Fall großen Respekt an ihn, dass er so kurzfristig eingesprungen ist. Sonst stünden wir ohne Kampf da. Und ja, ich denke, das wird ein spannenderer Kampf für die Fans. Auch technisch anspruchsvollerer, denke ich mal. Ich freue mich, ich bin einfach nur froh, hier zu sein und bald wieder essen zu können. Von der Seite aus, wunderbar. Grünes Licht, Maschine, reiß morgen ab. Was für ein Event. Zum allerersten Mal Octagon in Berlin. 30 Grad, wir stehen an der Spree. Sonne scheint, es könnte nicht besser sein. Berlin, seid ihr gut drauf? Die offizielle Octagon-Pressekonferenz für Octagon 90! Die Halle wird explodieren, ich sag's euch. Es wird nuklear. Erzähl mal, wie waren die letzten 48 Stunden für dich? Mann, das war purer Chaos. Also ich stand mit einem Bein in der Bäckerei und Telefon in der Hand und habe eigentlich nur darauf gewartet, ob ich jetzt einen Gegner bekomme oder nicht, damit ich endlich essen kann, weil ich die ganze Zeit Diät gemacht habe. Es war eine lange Vorbereitung. Viele Fans aus Berlin kommen in die Arena, um meinen Kampf zu sehen, und es wäre eine große Schande gewesen, wenn ich da nicht performen könnte. Ich bin echt froh, dass es dann letzten Endes dennoch geklappt hat. Das war eine riesen Achterbahnfahrt. Jetzt bin ich einfach nur froh, dass ich einen Gegner habe, und tatsächlich habe ich auch einen stärkeren Widersacher als vorher geplant, meiner Meinung nach. Ich sehe ihn als größere Challenge, ich sehe ihn als fähiger, kommt auch aus dem Bare-Knuckle-Boxing. Ich denke, das wird ein geilerer Fight für die Fans, und ja, ich freue mich. Attila Korkmaz! 74,5 Kilogramm für Attila Korkmaz! Attila, du darfst noch bei uns bleiben. Es gibt einen Preis für dich, die Fans haben gewählt. Best Walkout für dich, was sind deine Gedanken dazu? Leute, ich werde es toppen. Also macht euch auf was gefasst. Hier ist dein Preis. Präsentiert von Andrei Novotny. Attila Korkmaz, Best Walkout in Octagon. Come on, Shama, guys. Waza, did you analyze the opponent of Attila? Guys, he can do nothing. Tomorrow, Attila will smash this guy. We will see, inshallah. Attila, Knockout. Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Erfolg für morgen. Walkout des Jahres bekommen. Aber wartet's ab. Morgen hole ich mir nochmal Walkout des Jahres. Hast du deine Zeit genutzt, um deinen Opponent zu analysieren, was der gerne macht? Hast du da hingeguckt? Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Mir ist egal. Ich will einfach nur kämpfen. Ich bin einfach nur froh, dass ich einen Gegner bekommen habe. Und jetzt gehe ich in den Cage und würfel. Ist mir egal. Gut, Schlägerei morgen. Was anderes gibt's nicht. Wir sind in Berlin. Hier gibt's Schlägerei. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir befinden uns vor der Uber Arena. Es ist jetzt
Fight Day. Wir sind kurz davor, ein kleines Shakeout zu machen, den Körper zu aktivieren. Und wo lässt sich ein besseres Training absolvieren als im Cage in der Arena selber? Ihr simuliert gerade den Anfang, ne? Genau. Vom Kampf. Also nicht nur den Anfang, es gibt verschiedene Situationen, Positionierung. Wichtig ist, um in den Kampf reinzukommen, dass du weißt, was du in der ersten Minute machst. Deshalb macht es Sinn, die ersten Aktionen sich zurechtzulegen, auch einen kleinen Backup-Plan zu haben, dass du den ungefähren Ablauf kennst. Und dann, was häufig vorkommt, ist, dass man den Gegner mit dem Rücken zum Cage gestellt hat, dass man dort schon mal seine Aktion zurechtgelegt hat und das einmal ein bisschen simuliert mit der Bewegung des Gegners und andersrum auch, wenn er gestellt ist, da wieder rauskommt. Egal, Softball oder Off. Leute weiter gucken, weißt du? Damit niemand sagt, was ist das scheiße, ich mach auch schlechte Kampf. Das ist halt die Sätze. Ich habe mich schon mal geärgert darüber, aber das sind immer gute Kämpfe zuerst. Das war doch auch mein erster Kampf gegen UFC-Wettbewerb. Gegen in Prag, diesen Magwan. Sehen wir, was für ein Kampf, die machen erste Kampf. Aber wir sind in ein Hotel reingegangen, wo draußen fett drauf stand, wir servieren hier Kaffee, diesen Kaffee. Okay, ich gehe rein, ich sage, ich hätte gerne einen Kaffee. Ich sage, frag mich, was möchtest du für einen Kaffee haben? Ich sage, ich möchte einen Flat White. Ich sage, also ich kann dir Kaffee mit Milch machen. Ich sage, naja, was? Sie sagt, ich weiß nicht, ob wir Flat White haben. Ich sage, naja, dann machen wir Cappuccino. Sie sagt, naja, also ich habe Kaffee mit Milch. Ich kann dir Kaffee mit Milch machen und wir nennen es Flat White. Ich sage, okay, ich hätte gerne nix. Das ist so rausgegangen, ihr Blick so. Ich weiß nicht, ob das, vielleicht liegt es an mir, aber ich fand das sehr unfreundlich. Ja, Mann, wir haben unser Shakeout-Training jetzt beendet. Ohne Kaffee? Ohne Kaffee, ohne Frühstück, ohne nichts. Auf nüchternen Magen. So ein bisschen die Atmosphäre eingeatmet, einwirken lassen. Das ist die Arena, die wird in einigen Stunden heute Abend richtig voll sein. Und Mann, es wird geil. Alle unsere Jungs sind ready, die machen sich jetzt auch, die bereiten sich jetzt auch vor, machen ein kleines Warm-up, bisschen den Körper aktivieren, um einen guten Start in den Samstag hinzulegen. Selbstverständlich haben wir auch unsere Trainingspartner aus dem Spitfire, die Coaches, die alles überschauen und jeder leistet seinen Beitrag. Ja, wir tun alles, was in unserer Macht steht und lassen meinen Fertigkeiten freien Lauf. Und, wir sehen uns heute Abend. Wir kennen die Arena von We Love. Da ist es ja nur die Hälfte. Und jetzt ist es endlich mal so weit, dass eine MMA-Veranstaltung hier auch wieder diese komplette Halle voll macht. Und das ist schon ein absolut kranker Eindruck. Also Berlin ist schon die beste Stadt, Alter. Man sieht schon auch die Arena. Das ist so geil, wenn ich so gucke und mir das schon so vorstelle, wie das nachher hier voll ist und die Jungs hier drinnen sind. Brachial. Also eine absolute Teamarbeit. Die Jungs haben absolut abgeliefert. Und die werden heute auch jedem zeigen, warum die so hart gearbeitet haben und dass Berlin uns gehört. Die Jungs sind so fit, ich glaube an die, das wird so brachial. Ich freue mich auch sehr für Atti, dass er jetzt noch diesen Gegner bekommen hat wenigstens. Und tatsächlich ist es sogar ein stärkerer Gegner, als er eigentlich kämpfen sollte. Also das ist ja für Atti auch wieder was enorm cool ist, weil Atti ist einer, der noch nie irgendwas abgelehnt hat, noch nie Nein gesagt hat, sich jeder Herausforderung stellt. Atti ist auch ein absoluter Macher und das wird er heute auch allen wieder zeigen, Alter, warum er bald wieder um den Titel kämpfen wird, bin ich fest davon überzeugt. Uber Arena ist auf jeden Fall pickepacke voll, wir erwarten eine Bombenstimmung heute Abend, bin auf jeden Fall gespannt. Vom sportlichen Wert her gibt die Karte auf jeden Fall einiges her. Einer meiner stärksten Trainingspartner gibt jetzt sein Octagon-Debüt. Ich bin unglaublich aufgeregt, aber viel mehr
freue ich mich einfach nur auf diese geile Performance, weil er wird den Leuten zeigen, was High-Level Striking ist. Also, ich bin aufgeregt. 30-27, 30-26 and 30-24, all for the winner by unanimous decision. Davlet Karadaev! Guys, now Attila Korkmaz's next fight. We very excited for this fight. Attila ready for everything. I hope he put you on big show today. We will see. Attila Korkmaz steht wie kaum ein anderer für spektakuläre Kämpfe. Fearless wurde in seiner gesamten Karriere noch nie ungeschlagen. Dabei bestritt er bereits 6 Duelle gegen die Leichtgewichtselite und kämpfte zuletzt sogar um den Titel. Jetzt kehrt der Vertreter des Big Fire Gyms nach 13 Jahren in Berlin zurück und hat dabei das heimische Publikum fest im Rücken. Und zusammen mit Korkmaz Stil und Fähigkeit ist damit alles angerichtet für einen der spektakulärsten Kämpfe des Abends. Tem a dança, né? Ladies and gentlemen, we are ready for the main card of Octagon Night in Berlin Uber Arena. Attila Fearless Korkmaz! Komm, bleib präsent, bleib präsent, bleib präsent! Orthodox! Das ist... Schieß ihn ab, du musst ihn abfangen, du musst ihn abfangen! Ja. Schön, sag mir auf, schön, genau so! Schön! Links.
And Daniel Holmes, 29-28 for the winner by split decision. Said Achiago! Keiner, aber so. Ich wurde auf jeden Fall einmal hier und einmal hier getroffen. Hier schwimmt es schon sehr. Ist geschwollen, aber nichts kaputt, oder? Alle Angriffe haben gestritten, ich habe alles verteidigt. Im Clinch hat er Ellenbogen gebracht und ich bin so alles ausgewichen. Es war ein Feeling-Ding, weil er hat wirklich harte Hände gehabt, aber im Clinch, ich wusste, okay, er wird jetzt angreifen, links, rechts, links. Hab mich gut gefühlt nach 40 Minuten, war hart. Ich habe einen spektakulären Kampf versprochen. Und ich denke mal, ich habe den geliefert. War viel auf und ab. Ich habe ihn fast gefinisht. Mehrmals Schaden angerichtet, ihn fast gehabt, aber er ist wirklich hart darunter. Also das war klar. War kein Geheimnis, dass er tough ist. Davon bin ich ausgegangen, wie schon richtig erwartet. Tougherer Gegner als der ausgefallen ist. Ganz ehrlich. Also war schwer, den umzuhauen. Punktrichter sind nicht auf meiner Seite, aber die Fans sind. Das erste Mal Split Decision, dass ich nicht einverstanden bin. Sonst war immer so, knapp. Ich habe den wirklich fast. Heute ist das erste Mal, dass ich nicht einverstanden bin. Zweite Runde, du hast 2 Knockdowns gelandet, muss 10-8 sein. Alle haben 10-9 gewertet. Ich habe ihn gedroppt, Alter. Zweimal sogar. Zweimal. In der dritten Runde Livershot, er ist auch runter, hat geshootet, er ist gut verdeckt. War knappe dritte Runde. So viel Schaden. Knappe dritte Runde. Aber die haben anscheinend die Körpertreffer nicht gewertet. Es gibt keinen, der aufregendere, interessantere Kämpfe macht als Philippa. Es gibt keinen, der aufregendere Kämpfe macht. Ich habe Herzschmerzen. Glaube ich. Nach der Split Decision. Aber der Kampf war wirklich spektakulär. Also das war echt ein geiler Schau. Du hast für mich gewonnen, ganz klar. Das war ein 70-30-Ding. Ich weiß nicht, wie die Leute schon wieder, diese Punktrichter, was gucken die? Welchen Kampf gucken die? War ein taffer Kampf wieder. Ich habe ihn halt 3-mal fast gefinisht. Er hat auch wirklich harte Bomben gehabt, wie erwartet. Weißt du, einer der explosivsten Gegner, die ich hatte. Die gingen nur auf die Deckung? Ja, also ich habe die Angriffe geblockt, dies, das. Wie gesagt, 2 haben mich einmal hier und das waren wirklich harte Bomben. Das sieht man jetzt auch an meinem Gesicht. Aber ich war nach der zweiten, meine Beine waren komplett zu. Also mir ist auch extrem übel, ich bin ziemlich dehydriert. Viel Flüssigkeit verloren irgendwie hier in der Kabine, ist auch todesheiß. Im Clinch, dritte Runde, ich habe ihn festgehalten, mir ist die Kotze hochgekommen. Ich dachte mir so, scheiße, ich kotze ihm jetzt auf die Brust gleich. Ich habe das dann wieder so runterschlucken müssen, richtig räudig. So ausgetrocknet. Ich bin da immer noch nicht hintergekommen, warum das passiert. Bei manchen Kämpfen habe ich überhaupt nicht das Problem, dann kann ich halt voll abrufen. Diesmal wirklich mit Ach und Krach. Ich war fitter als beim Title Fight. Also ich hätte eigentlich 9, 10 Runden kämpfen können. Aber wie gesagt, nach der zweiten in der Rundenpause, ich sage meinem Corner, ey, meine Beine sind dicht, ich kann gar nichts mehr. Mir ist schwindelig. Respekt an meinen Gegner, er hat wirklich gut gekämpft, er hat gut abgerufen, seine Skills gut durchgesetzt. Sehr stark gekämpft. Ich denke mal, ich hoffe, ich habe euch auch eine geile Show geboten, wie angekündigt. Ich habe alles gegeben. Mein Corner hat mir gute Anweisungen gegeben. Ich habe auch alles umgesetzt. Jede Technik, die mir reingerufen wurde, habe ich umgesetzt und hat auch gut gesessen. So, mein Gegner zu Boden gebracht, aber mein Gegner ist einfach aus Stein gemeißelt. Also so, ne, der Typ ist einfach Eisenschädel, taffer Typ, den kriegt man nicht so leicht runter. Aber ja, war wieder eine gute Schlacht. Typischer Samstag, ne? Typischer Samstag. Ich hätte gerne natürlich den Kampf für mich entschieden, aber ja, Split Decision. Ein paar Punktrichter, 2 waren auf seiner Seite, einer hat den Kampf für mich entschieden, aber
passiert, ne? Ist halt Bullshit. Aber ja, so ist das Fight-Game, ne? Am allerwichtigsten ist, dass man halbwegs unverletzt jetzt rauskommt. Ich habe halt nur so ein paar kleine Kratzer, weißt du? So, Sparring mit Nico sieht schlimmer aus. Naja.